Hallo und herzlich willkommen hier bei Kawai. Ich bin André und zeige dir heute zwei Hybrid-Digital-Pianos. Einmal das Novus NV6, die Upright-Variante, und das Novus NV12, also die Flügel-Variante. Vielleicht hast du den Begriff Hybrid-Digital-Piano schon mal gehört, konntest aber noch nie so richtig was damit anfangen. Keine Sorge, damit bist du nicht allein. Genau deswegen klären wir heute die wichtigste Frage überhaupt. Was ist denn ein Hybrid-Digital-Piano von Kawai eigentlich genau und welche Vorteile bietet es dir? Um es ganz kurz zu sagen, Hybrid bedeutet hier die absolute Traumkombination aus zwei verschiedenen Welten. Unter anderem bekommst du hier zum einen das echte lebendige Herzstück eines akustischen Klaviers, also die komplette Mechanik, aber gleichzeitig auch die genialen Vorteile eines modernen Digitalpianos in einem einzigen Gehäuse. Du musst dich also nicht mehr entscheiden zwischen einem realistischen Spielgefühl eines echten Klaviers und den praktischen Features der digitalen Welt. Du bekommst einfach beides ohne Kompromisse. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, dem Spielgefühl. Wenn du hier eine Taste drückst, fühlt sich das nicht nur an wie ein echtes Klavier, es ist ein echtes Klavier. Hier verbaut ist nämlich unsere Millennium 3 Hybrid Hammermechanik. Die Tastatur ist wie bei einem echten Klavier oder Flügel graduiert gewichtet. Das heißt auf gut Deutsch, dass sie unten im Bass sich etwas schwerer spielen lassen als oben im Diskant. Genauso wie es eben sein soll. Aber hier der kleine, aber feine Unterschied. Diese Hämmer schlagen nicht auf Saiten, die dann in Schwingung versetzt werden, wie bei einem akustischen Instrument, sondern werden von hochauflösenden optischen Sensoren extrem präzise abgetastet. Das System erkennt in Echtzeit, wie dynamisch du spielst und erzeugt den Klang rein digital. Weil dabei kein Sensor physisch berührt wird und die Hartplastik-Hammerköpfe beim Anschlagen der Taste nichts berühren, nutzt sich hier absolut nichts ab. So bleibt das Instrument über viele Jahre spielfrisch wie am ersten Tag. Ein klangliches Problem bei anderen Digitalpianos ist ja oft, dass der Sound ausschließlich starr aus zwei normalen Lautsprechern kommt. Hier ist das eben nicht so, beziehungsweise nicht nur so. Schaut mal hier hinten beim NV6 oder hier oben beim NV12. Das ist ein echter schwingender Pentadrive Holzresonanzboden, an dem hier sogenannte Transducer angebracht sind. Das sind quasi kleine Schwingungserzeuger, die das Holz direkt zum Vibrieren bringen. Das Ergebnis ist, dass der Klang dreidimensional über diesen Resonanzboden in den Raum abgestrahlt wird. Genau wie bei einem echten Flügel oder Klavier. Der Sound ist sofort spürbar wärmer, lebendiger und die Töne resonieren im ganzen Raum. So hörst du den Ton nicht nur, sondern spürst ihn sogar in den Fingerspitzen. Hier mal im Vergleich der Resonanzboden hinten an einem akustischen Kawai-Piano und hier einmal der Resonanzboden eines echten Kawai-Flügels. Und auch beim Pedalsystem hat Kawai die Akustik-DNA 1:1 übernommen. Wenn ihr hier das Sustain-Pedal tretet, werden die Dämpfer im Inneren physisch angehoben. Ihr spürt hier also den ganz typischen natürlichen Widerstand, den man von einem Konzertflügel kennt. Damit könnt ihr natürlich auch perfekt die Halbpedaltechnik nutzen für super feine, ausdrucksstarke Klangteppiche und das fühlt sich einfach direkt vertraut an. Kommen wir zur anderen Seite der Medaille, nämlich der digitalen Power. Das Herzstück des Sounds ist unser legendärer SKX Konzertflügel. Durch eine extrem clevere Rendering-Technologie und zwei separate High-End-Wandler wird dieser komplexe Flügelklang detailgetreu nachgebildet. Und das Beste, du bist dein eigener Klavierbaumeister. Per Knopfdruck kannst du das Tuning verändern, das Voicing oder auch die Anschlagsdynamik an dein Spiel anpassen. Alles digital, wirklich simpel und genau so, wie du es gerade haben willst. Wenn dir der Sinn mal nach etwas anderem steht, dann hast du hier auch noch 96 weitere Klänge im System. Von warmen E-Pianos bis hin zu brillanten Streichern oder Bässen. Du kannst Effekte drauflegen, deinen Klang direkt aufnehmen und dein Lieblingssetup abspeichern. Versuch das mal mit einem rein akustischen Klavier. Bedienen kannst du das Ganze entweder super elegant über das 5 Zoll Touch-Display hier links neben der Tastatur. Du hast hier Zugriff auf alle Einstellungen, die Sounds, die Lesson-Funktionen und vieles mehr. Oder du schnappst dir dein Smartphone oder Tablet und verbindest dein Instrument ganz einfach mit der Piano Remote App. Auch hier kannst du dich ganz einfach durch die Einstellungen und Sounds klicken und hast gleichzeitig die Möglichkeit, über die Pia Bookplayer App nach Noten zu spielen und zu üben. Wenn du wissen willst, wie die App im Detail funktioniert, dann klick einfach mal hier oben auf den Link oder unten in der Videobeschreibung. Da haben wir bereits eine eigene Videoreihe für dich, in der ich dir die App Schritt für Schritt erkläre. Außerdem hast du die Möglichkeit, über Bluetooth Audio deine Lieblingssongs oder Backing-Tracks direkt über das Soundsystem des Pianos abzuspielen und kannst live dazu jammen und üben. Ein weiterer essentieller Vorteil für deinen Familienfrieden oder die Nachbarschaft, du kannst natürlich auch mit Kopfhörern spielen. Hier unten sind sogar 2 Anschlüsse verbaut, du kannst also mitten in der Nacht zu zweit vierhändig spielen, zu Backing-Tracks üben, deine eigene Musik aufnehmen und störst dabei absolut niemanden.
Dass die inneren Werte stimmen, haben wir ausführlich geklärt. Aber auch die äußeren Werte, das Design vom Novus NV6 und NV12 kann sich wirklich sehen lassen. Die hochglanzpolierte schwarze Oberfläche aus Ebenholz und das kompakte, stilvolle Design, das nicht wie ein Digitalpiano aussieht, sondern wirklich wie ein echtes Klavier oder ein kleiner Flügel, macht definitiv in jeder Inneneinrichtung was her. Halten wir also fest, in den hybriden Digitalpianos von Kawai wie dem Novus NV6 oder NV12 sind Elemente aus der Akustik verbaut. Die Mechanik, das Pedalsystem und der schwingende Resonanzboden. Das Ganze bietet dir dadurch also ein echtes Spielgefühl, verpackt mit der maximalen Flexibilität und dem Komfort, das dir die moderne Digitalwelt bietet. Viele verschiedene Sounds, Effekte, Bluetooth MIDI und dadurch die Verbindung mit interaktiven Klavier-Apps, die Steuerung über die Piano Remote App, Bluetooth Audio, Kopfhöreranschlüsse, Line-Anschlüsse und vieles mehr. Was spricht also am Ende für ein hybrides Digitalpiano? Ganz einfach, ihr müsst beim Spielgefühl überhaupt keine Kompromisse mehr eingehen. Dieses Instrument vereint das Beste aus zwei Welten, das absolut authentische Gefühl eines echten Flügels oder Klavier, kombiniert mit der Flexibilität moderner Digitaltechnik. Und deshalb ist es perfekt für alle, egal ob ihr als Profis feinste Nuancen braucht, im Studio kreativ arbeitet oder einfach nur Wert auf ein echtes High-End-Design legt. Ich hoffe, das Video hat dir einen guten Überblick geben können und die Frage, was denn ein Hybrid-Digitalpiano überhaupt ist, beantworten können. Falls du noch Fragen dazu haben solltest, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche dir viel Freude beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.